Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu Update 104. Das letzte Update hatten wir ja hier vorne im Flussbereich gemacht. Wir hatten hier einen sehr großen Teil, also eine 32x32er Plate mit Fluss gebaut und dann hier ein neues Modul mit 64x32 angefangen. Nicht das ganze Chaos hier mal einfach aus den Augen lassen am besten. Ich habe einfach jetzt weiter nichts aufgeräumt, weil es eben gleich heute hier weitergehen wird, wieder mit dem Fluss, denn auch heute geht es hier weiter. Wir werden hier weiterbauen in dem Modul, wir werden hier den Felsen weiter nach oben bauen, den Weg nach oben und mal schauen, wohin die Reise heute gehen wird. Das möchte ich auf jeden Fall heute machen, denn ich denke, dass wir, wenn wir hier vorne mal ein bisschen vorankommen mit dem ganzen Projekt, ich denke, dass es einfach auch optisch sehr schön aussieht, weil das ist nicht der Punkt, haben auch ein paar von euch mal in den Kommentaren angesprochen, den man zuerst sieht hier in der Stadt, vor allem in der Eröffnungssequenz. Und ich denke, dass wenn das hier mal alles ein bisschen hübscher ist, das auch ganz gut wirkt, wenn man es einfach von vorne aufnimmt. Und ja, so viel dazu. Gleich geht's los mit dem Arbeiten am Fluss heute. So, mit dem ersten Update melde ich mich jetzt hier gleich mal zurück. Wie ihr seht, bin ich jetzt schon relativ gut bis zur Mitte des Moduls vorangeschritten. Hier vorne ist einiges dazugekommen und auch der Weg nach oben macht Fortschritte. Auch der Fels ist jetzt relativ auf der Höhe wie der Rest von dem Ganzen. Und wir kommen langsam nach oben. Also man sieht schon, dass wir hier ein ganzes Stück erreicht haben. Das sind locker so 5 Bricks, 6 Bricks Höhe, die wir schon erreicht haben. Ist natürlich noch ein bisschen nach oben, aber ich glaube, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind. Ich muss mal schauen, ob ich den Weg dann jetzt hier noch ein bisschen mehr nach vorne biege, bevor wir dann die Wendung machen, damit das Ganze auch so gut funktioniert, wie ich mir das Ganze vorstelle. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem, wie sich das Ganze hier entwickelt, auch wenn wir jetzt mal von hier vorne schauen. Machen wir ein bisschen mehr Licht von oben, dann sieht man ein bisschen die Konturen besser. Entwickelt sich das Ganze ganz gut, meiner Meinung nach. Und ich baue einfach weiter und wir schauen, wohin es geht. Im FAQ-Video ging es ja auch darum, warum ich zum Beispiel Steine nicht bestelle von anderen Anbietern und warum ich trotzdem bei Lego bleibe. Das hier ist ein gutes Beispiel dafür. Das sind 2x2er Bricks. Das ist tatsächlich ein gelber Stein hier oben und auch die unteren eigentlich alle, kein gelber Stein, sondern alles weiße Steine. Die sind unglaublich vergilbt, haben Abnutzungsspuren, kosten aber nur ungefähr 1 Cent das Stück. Die kann man jetzt nirgends unbedingt gut gebrauchen, wo man sie sehen kann, aber um solche Sachen wie hier zu bauen, eben diese ganzen Stützelemente, die jetzt hier unten noch eingebaut werden, um das ganze Konstrukt hier zu halten. Dafür sind die Steine super toll, kosten kaum was, sind deutlich billiger sogar als Drittanbieter. Und warum sollte ich dann was anderes nehmen? Auch bei vielen anderen, das Thema hatte ich dann noch im FAQ-Video nochmal angesprochen, könnt ihr gerne mal reinschauen, ist es tatsächlich so, dass Drittanbieter nicht unbedingt günstiger sind. Probleme wie Farbtreue und Mengen, die man braucht, eine ganz andere Sache. Aber wie ihr auch hier sehen könnt, um auf dem eigenen Thema zurückzukommen, es geht voran. Ich habe jetzt hier rüber gebaut, der Weg wird weitergebaut. Schauen wir mal, wie weit wir heute noch kommen. Auch hier drüben ist es ein bisschen weitergegangen, falls euch aufgefallen ist. Aber ja, ich baue mal weiter. Bevor wir uns hier gleich nochmal anschauen, wie es jetzt weitergegangen ist, habe ich neue Fanpost bekommen. Eins vorab, wenn ihr mir auch was schicken wollt, findet ihr die Adresse hier im Impressum im YouTube-Kanal oder schreibt mir zum Beispiel bei Instagram direkt. Schreibt mir einfach, wenn ihr irgendwas schicken wollt. Ihr könnt gerne Figuren etc. schicken. Die können dann gerne einen Weg hier in die Brickworld finden, wie ja schon viele andere Figuren ihren Weg gefunden haben und auch heute eine neue Figur finden wird. Und zwar habe ich einen Brief bekommen von Jan alias Leineborder, der öfters bei uns in den Kommentaren zu lesen ist. Er schreibt: Moin Daniel, ich wollte mich schon länger in der Brickworld wiederfinden. Jetzt habe ich zwar keine Custom-Printed-Figur anfertigen lassen, aber mich weitestgehend realistisch zusammengestellt. Es wäre cool, wenn ich mit dem Board irgendwo in Brickgate meinen Platz finde, wo ich die Bürgersteige entlangfahre bzw. stillstehe. Weiterhin wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Projekt und danke für viele unterhaltsame Mittagspausen oder Feierabende mit den Baufortschritten. Vielen, vielen Dank erstmal. Mich fasziniert, wie schon oft erwähnt, der Realismus sehr. Das ist ja, wie gesagt, auch ein Punkt, den ich jetzt hier mit dem ganzen Projekt angehe. Man hat immer das Gefühl, schon einmal in Brickgate gewesen zu sein. Gruß Jan alias Leineborder. Und hier ist seine Figur mit dem schicken Schal und mit diesem Board hier. Ich werde die jetzt gleich mal kurz zusammenbauen und einen guten Platz finden. Und dann schauen wir gleich im nächsten Cut, wo du deinen Platz gefunden hast. So, ich habe jetzt erstmal einen Platz für dich hier beim Bahnhof gefunden. Ob es der finale Platz bleibt dahingestellt. Vielleicht finden wir irgendwann noch einen besseren. Du kannst auch gerne in die Kommentare schreiben, ob dir der Platz hier gefällt oder ob du irgendwo anders hin möchtest. Ja, schreib mir einfach in die Kommentare. Vielen Dank für deine Figur, vielen Dank für deinen Brief. Und wie gesagt, wenn ihr auch was schreiben wollt,
schreibt mir gerne einen Brief oder schreibt mir gerne auch bei Instagram, da können wir vorab irgendwie drüber reden. Und jetzt schauen wir noch mal kurz hier vorne an den Strand, Fluss, Berggebiet, wie auch immer wir es nennen möchten. So hat sich's entwickelt. Der Strand ist größer geworden, wie ihr sehen könnt. Ich bin jetzt hier schon fast in Richtung des Randes dieses Moduls gekommen. Und auch der Weg nach oben macht Fortschritt. Ich habe jetzt langsam mal angefangen, hier auch ein paar Teils einzubauen, um einfach irgendwann mal zu einem gepflasterten Weg übergehen zu können. Das Ganze soll ja von gepflastert zu steinig zu diesem Sand übergehen, einfach ein bisschen einen schönen Übergang haben. Was mir aber langsam auffällt, ist, dass mir Inverted Slopes langsam ausgehen, also diese, die so falsch herum gebogen sind, in diesen Winkel haben. Ich habe schon wieder einige bestellt, ein paar hundert Stück bei 2 verschiedenen Bricklink-Accounts. Also ich habe die beiden mit Inverted Slopes leer gekauft. Und ich schaue jetzt mal, wie weit ich hier jetzt noch komme mit dem, was ich habe. Und ja, wir schauen einfach. Ja, da geht man einfach mal so in den lokalen Spielzeugladen und findet das hier. Also tatsächlich diese Video-Blindbags, die eigentlich 5 Euro kosten, für 1,11 € scheinbar will der Laden die wirklich loswerden. Der große Vorteil daran ist, hier sind ja immer 3 von diesen bedruckten Fliesen drin, die ich ja auch zum Beispiel hier, ich glaube unter anderem schon hier im Kiosk genutzt habe. Die sind wirklich super toll. Die werden bei Bricklink für 40 bis 50 Cent das Stück gehandelt. Das heißt, allein dadurch, dass hier 3 Stück drin sind für 1,11 €, habe ich damit schon einen Plus gemacht sozusagen. Und dazu kommen noch die interessanten Figuren, die man tatsächlich an vielen verschiedenen Stellen nutzen kann, auch wenn es zum Beispiel nur Schaufensterpuppen sind oder man es für irgendein Kostümding benutzt. Aber ich bin gespannt, was hier drin ist. 10 Stück für, ja, 11, oder ungefähr 12 Euro, sagen wir mal. Bisschen mehr. Da mache ich aber ein extra Video für demnächst. Da schauen wir einfach mal, die machen wir zusammen auf, nicht in diesem Video. Jetzt geht es erst nochmal weiter mit dem Fluss dort vorne. Ich denke, dass wir jetzt eine Höhe erreicht haben. Wir schauen mal hier von der Seite drauf, dass wir jetzt wirklich mal unsere Wände machen können, dass wir dann beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal, je nachdem, es ist ja doch Aufwand hier Felsen zu bauen, hier hochkommen und dann hier oben irgendwie anschließen können. Da bin ich schon gespannt, wie es gut klappen wird. Was aber auch Problem ist, dass ich jetzt aufhören muss, dass mir jetzt wirklich die Steine ausgehen, wirklich. Wir sind komplett auch diese kleinen Cheese Slopes ausgegangen, mit dem ich ja die Finalisierung der Felsen noch mache, sozusagen. Ich habe jetzt die allerletzten Reste, die ich irgendwo gefunden habe, noch genutzt, um ein paar Stellen bauen zu können. Aber das ist jetzt sozusagen die finale Höhe für heute. Man sieht jetzt auch, dass hier oben nach und nach mehr Fliesen eingebaut werden, einfach um so einen natürlichen Übergang zu gestalten. Und wir sind jetzt auch fast am Ende dieses Moduls angekommen. Das heißt, perfekte Position, um jetzt den Weg nach oben schlängeln zu lassen. Und wenn das dann hier alles mal geschlossen ist, glaube ich, wirkt das schon mal deutlich besser. Und auch hier vorne Wasser dann noch und noch ein bisschen Strand. Da bin ich auch gespannt, wie das Ganze wird. Was ich mir jetzt überlegt habe, ist, dass ich vielleicht hier noch ein bisschen versuche hier nochmal schauen, wie es ist, wenn hier noch der Strand mit Wasser vorangeht. Dafür habe ich jetzt auch schon, ich muss mal hier runterbeugen, noch eine Millsplate vorbereitet. Das ist eine ganz normale 32 x 32er. Da fällt mir ein, ich habe auch noch weitere 32er Baseplates bestellt. Die waren im guten Angebot, ich glaube 5,20 € oder sowas in der Richtung das Stück. Die sollten auch demnächst kommen. Es ist auf jeden Fall genug, um hier unten alles auszulegen und auch hier oben noch ein bisschen. Ja, und wie gesagt, der Fluss geht gut voran, meiner Meinung nach. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich das jetzt hier noch ein kleines bisschen voranbringen kann, einfach um hier ein bisschen mehr Optik noch reinzubringen. Ja, ich schaue einfach mal, ob wir noch irgendwas schaffen heute. Und bis zum nächsten Cut, würde ich sagen. Wie man sieht, bin ich doch ein bisschen weitergekommen, erstmal, wie ich ursprünglich geplant habe. Ich habe jetzt tatsächlich das ganze Modul so weit fertig gemacht, dass es jetzt hier eingebaut werden kann und gefliest werden kann. Und man hier vielleicht noch ein bisschen den Strand so weit anpassen kann, dass er hier übergeht ins nächste Modul. Ja, ich werde es einfach mal fließen. Das wird nicht besonders spannend werden. Es wird ziemlich langweilig. Es nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Denn, wie gesagt, wenn man hier für so ein Ding ungefähr 400, 500 Fliesen braucht und die einzeln andrücken muss, man macht ja nichts Kreatives dabei und es ist einfach nur so, ja, Fließbandarbeit. Und
Das Ergebnis sieht zwar gut aus, muss man sagen, aber es macht echt keinen Spaß. Also, ich glaube, wenn ich irgendwann mal den Fluss erweitere, dann brauche ich echt gute Nerven, um das zu machen. Aber ich bin relativ froh, dass wir hier bald mit dem Fluss so weit fertig sind, dass die großen Wasserflächen nicht mehr gebaut werden müssen. Aber wie gesagt, ich werde es einfach hier weitermachen und wir schauen das Ganze gleich nochmal an. Ihr seht es, 250 steht auf dieser Tüte. Hier waren 250 von diesen 1x2er Fliesen in Dark Transblue drin. Und ihr seht, es ist immer noch nicht fertig, aber es geht ganz gut voran, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier noch einen Beutel, da sind 380 drin, aber ich glaube, den habe ich schon mal ein bisschen angefangen. Das reicht auf jeden Fall, um die Lücke hier zu schließen. Dann werde ich noch hier ein bisschen was schließen, vielleicht noch hier ein kleines Kajak oder so aufs Wasser stellen, damit es einfach nicht so leer aussieht. Und dann schauen wir uns das Ganze, glaube ich, gleich nochmal final an für heute. Wir haben einiges geschafft auf jeden Fall. Der Fluss geht gut voran und wie gesagt, ich mache es jetzt hier mal schnell fertig und dann schauen wir es uns nochmal an. So sieht also das finale Ergebnis für heute aus. Ich habe hier wieder ein ganzes Stück Fluss gefliest. Wir können mal schauen, wie viel es inzwischen geworden ist. Also ist ein ganzes Stück, würde ich mal sagen. Hier hinten fehlen jetzt sozusagen noch 3 Baseplates. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 4,5. Also wir haben auf jeden Fall in der Breite schon mehr Fluss gefliest, als es mal werden wird. Und auch aus der Totalen macht es jetzt natürlich eine ganz andere Optik, wenn man das jetzt so sieht. Und ich bin schon gespannt, wie es aussehen wird, wenn das hier wirklich unten so weit gefliest ist alles und auch hier die Lücke geschlossen ist. Da habe ich noch ein paar Ideen, die teilweise auf Ideen meiner Frau basieren, teilweise auf Ideen, lustigerweise meiner Tochter und teilweise auf meinen Ideen. Und zwar, wenn wir dann hier den Weg hier hoch geschafft haben, bauen wir ja hier oben noch die Stadtmauer weiter. Hier oben einen Rundturm. Und die Idee, die ich habe oder hatte, ich weiß gar nicht, ob es meine Idee oder auf eine eurer Ideen aufgebaut wurde, ist, dass wir tatsächlich noch einen Eingang in die Stadt unter den Turm bauen. Das könnte ganz hübsch aussehen. Also der Rundturm steht dann über einem Stadttor. Und hier vorne, wenn wir dann weiter die Felswand haben, ist die Idee, eine Art Tropfsteinhöhle zu haben, die ein bisschen beleuchtet ist von innen. Und dort hätten wir dann Fledermaus, die an der Decke hängen. Dazu könnt ihr mir auch gerne noch was in die Kommentare schreiben von den ganzen Ideen. Aber ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Ansonsten werden wir auf jeden Fall hier noch eine grüne Barke anbringen müssen, hier mittendrin, damit eben der Verlauf der Fahrrinne klar ist. Dazu brauche ich aber erstens noch die Steine für die Barke, die grüne, denn die habe ich tatsächlich nicht mehr da, soweit ich mich erinnere. Steine für die Felswand sind einige unterwegs. Das wird auf jeden Fall helfen. Und, was ich gar nicht erwähnt habe, ich habe tatsächlich noch ein paar von diesen Cheese Slopes gefunden, wodurch ich jetzt hier vorne doch noch alle offenen Noppen damit abdecken konnte. Sieht meiner Meinung nach deutlich besser aus. Und jetzt haben wir hier auch schon einen schönen Weg nach unten. Wenn das Ganze hier mal fertig ist, glaube ich, sieht es ganz hübsch aus. Ich würde, denke ich, ja noch vielleicht ein paar Fackeln beleuchten. Einfach den Weg nach unten vielleicht. Hier unten könnte auch sein, dass jemand vielleicht ein kleines Lagerfeuer am Strand macht. Gerne eure Ideen, wie man das hier unten ein bisschen beleben kann. Und ja, beim nächsten Mal werden wir vermutlich nicht am Fluss weiterbauen, denke ich. Weil ich denke, es wird ein bisschen dauern, bis genug Steine wieder da sind, um hier an der Felswand weiter zu bauen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall machen möchte, ist, dass ich endlich mal die ganzen Kabel nach unten verlege, damit wir hier auch dann wirklich Platz haben, um hier die Felswand zu schließen. Ansonsten, Thema, was immer noch ansteht, ist natürlich der Weiterbau der Straßenbahn. Und was ich auch unbedingt noch machen möchte, ist, dass wir hier im Bahnhof mal vorankommen in dem oberen Bereich, dass wir hier hinten einfach mal oben auch anfangen, Läden zu bauen. Wir können die auch beleuchten. Es ist ja neues Material gekommen. Und ja, das sind, glaube ich, die nächsten anstehenden Projekte, die ich auf jeden Fall angehen möchte. Und der Fluss ist ein Projekt, das ich jetzt in nächster Zeit, denke ich mal, ein bisschen öfters behandeln werde, einfach um hier ein bisschen voranzukommen. Ich würde, wie gesagt, gerne den ganzen Bereich hier unten so weit haben, dass er bedeckt ist mit Fliesen und Baseplates und auch gerne diese Lücke, die man hier noch unter den Tisch sehen kann, die hätte ich gerne zu. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute hier mit dem Fluss. Vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Schreibt mir gerne eure Kommentare.
hier unter das Video und auch alles, was ich sonst angesprochen habe, Fragen an euch etc. Ich bin gespannt, was ihr wieder schreibt. Ich werde euer Feedback wieder hier einfließen lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier aus der Brickworld. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Selberbauen natürlich. Bleibt gesund und wir sehen uns bis dann. Tschüss.